Ja, ich sitze in den Felsen von Namibia und bin hier am Wandern. Kurz entschlossen bin ich hierher gereist, weil es kein Corona-Gebiet ist, kurz vor Weihnachten. Das ist natürlich nicht die ideale Wanderzeit hier, weil es auf den Hochsommer zugeht. Die Sonne wandert hier zum Süden über den südlichen Wendekreis, den Wendekreis des Steinbocks, und dementsprechend ist es hier natürlich sehr warm. Das heißt, wenn man wandert, muss man sehr, sehr früh los und sehen, dass man so bis 12 zurück ist. Das heißt, man hat ein Zeitfenster von halb 6 bis 12 zum Wandern. Aber mit diesem Zeitfenster kann man schon ordentlich was schaffen. Und ich habe so ein paar Wanderungen gemacht, die ich euch hier in diesem Video zeigen möchte. Es ist kurz nach halb 6 Uhr morgens und wir starten jetzt auf den Trail. Da oben geht schon die Sonne auf und hier liegt es noch im Schatten. Jetzt ist es gerade hell genug, dass wir ohne Gefahr losgehen können. Ich freue mich auf den Trail und es ist noch sehr frisch heute Morgen. Jetzt habe ich die ersten Zebras aufgescheucht. Ich weiß gar nicht, ob man das... Hier haben wir vom Kudu Spuren. Und wenn wir hier weitergehen, diese kleinen Runden, das sind die Zebraspuren. Und dann sieht man hier vielleicht noch so ein Taps. Das sind von den Pavianen die Spuren. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Höhenmeter gemacht. Von da unten komme ich. Und hier über das Geröll bin ich hoch. Und das ist eine Welssohle für die Zebras, die sich hier so eine schöne tiefe Welskuhle gebuddelt haben. Im Hintergrund einen ersten Köcherbaum, die nachher hier überall stehen. Das ist er. Und wenn wir jetzt nach da gehen, da hinten liegen die Felsen schon in der Sonne und ich darf aber noch im Schatten gehen. Mit trittsicheren Pferden kann man offensichtlich den Trail hier auch machen. Und ich biege jetzt aber hier rechts ab. Da geht es weiter. Und da oben sieht man jetzt im Gegenlicht nicht, steht eine Antenne. Das ist hier so mit der höchste Punkt. Wir sind hier auf einer schönen Hochebene, wo auch viele Zebras unterwegs sind. Jetzt wird es gleich kraxelig, weil wir da oben auf den Berg steigen müssen. Und hier ganz unten ist später das Tal, durch das wir zurückkommen. Ich habe einen ganz schön kleinen Anstieg hinter mir und wollte euch jetzt mal eben diese Schoten hier zeigen, beziehungsweise diesen kleinen Busch mit den Schoten. Und ich gehe mal davon aus, dass die giftig sind, weil ansonsten ist nämlich hier alles, was grün ist, bis auf die Stiele abgenagt. Also hier sieht man, dass hier auch Gras wächst, aber das ist natürlich jetzt alles verdorrt. Ach, so, meine erste Trinkpause. Prost. Ich gucke gleich mal auf meiner App, ob ich sehen kann, wie hoch ich bin. Gefühlt bin ich nämlich wenigstens fast an der höchsten Stelle angelangt, die heute bei knapp 1900 Meter ist. Mal sehen, was sie sagt. Oh, eine Stunde unterwegs, 3 Kilometer zurückgelegt und aktuelle Höhe 1750, also 100 Meter höher geht's noch. Und ich bin allerdings erst 250 Meter insgesamt aufgestiegen. Das ist ja noch nicht so viel.
mal weiterlaufen. Das heißt, wie spät ist es jetzt, wenn ich eine Stunde unterwegs bin? 6:50, ja. Ach, ich glaube, das ist jetzt auch das letzte Schattenplätzchen, was ich habe. Und ich werde jetzt mein Butterbrot essen als erste Stärkung und dann geht's weiter. Oh, hier muss ich euch auch noch mal was sehr Cooles zeigen. Und zwar, schaut mal hier, diese Pflanze. Das ist eine Knolle. Und da wachsen so kleine Blüten raus. Also botanisch auch sehr interessant. Und hier neben, ach, im Schatten sieht man es nicht so gut, tatsächlich ein kleines blühendes Pflänzchen. Eine mega Aussicht hier. Ich denke, jetzt bin ich an der höchsten Stelle meiner Tour angekommen, auf knapp 1900 Meter. Und ja, vielleicht halten sich hier noch Tiere versteckt. Ich kann es nicht sagen. Mal schauen. So, ich habe den Umkehrpunkt erreicht. Hier werden die Leute ausgesetzt, die ja über diese Piste mit dem Auto bis hierher kommen. Und hier beginnt jetzt der Abstieg in die Schlucht. Da vorne, ach, da hinten sind schon wieder Zebras. Ich sehe die immer nicht, weil die so getarnt sind. Und dann schnauben die aber. Und dann weiß ich, oh, irgendwo sind Zebras. Ich weiß nicht, ob man sie so erkennen kann. Auf jeden Fall, da drüben stehen sie. Ich habe das Tal erreicht. Und ja, hier scheinen auch wirklich einige Raubtiere unterwegs zu sein. Auf den Zebraspuren, da sieht man mehr Raubtiere als Zebraspuren. Und vielleicht sieht man hier die Felsformationen. Und was besonders schön ist, dass es gleich im Tal vergleichsweise grün ist, was so ja in dieser ganzen Trockenheit wirklich schön ist. Und ich war letztes Jahr schon mal hier mit der kurzen Tour und ich meine, da vorne kommt auch gleich schon eine erste Wasserstelle. Mal schauen, ich lasse die Kamera mal an und dann gucken wir mal. Jetzt sind wir im Schatten, was auch schön ist. Und ja, man sieht hier die Bäume. Ja, es ist, glaube ich, doch noch ein bisschen zu kraxeln. Ich muss mal die Kamera ausmachen. Spur hier von, ja, ich glaube eine Hyäne, weil
für Schakal ist es eigentlich zu groß. Hier auf dem Weg zum Wasserloch. Da, hier sieht man es auch noch mal schön. Ja, was man auch immer mal wieder sieht, sind tote Zebras. Hier liegt noch so ein Huf rum. Aber was man hier mal schön sehen kann, für die Reiter unter uns, wie klein und abgenutzt die Hufe sind. Also die haben kaum ausgehöhlte Hufsohle. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, und hier geht es jetzt noch mal runter zum Fluss und da wächst tatsächlich so ein bisschen grünes Schilf. Also richtig schön hier. Ich glaube, ich werde mir hier auch gleich ein Plätzchen zum Frühstück machen suchen. Ja, hier wird mein zweites Bütterchen gegessen. Ihr fragt euch sicher vielleicht noch, wie die Nacht war. Sehr, sehr ruhig. Abends sind einmal Zebras vorbeigezogen, die habe ich schnaufen gehört. Ich konnte schön in den Sternenhimmel gucken. Leider hatte ich was als Kopfunterlage vergessen und musste meinen unbequemen Rucksack drunter schieben. Das war ein bisschen unbequem, aber ansonsten war es unheimlich ruhig. Auch keine Raubtiere gehört, obwohl wir ja eben an den Spuren und an dem Riss da gesehen haben, dass hier durchaus auch ich sag mal, Resteverwerter unterwegs sind. Ja, das Wasserloch hier hat noch ein bisschen Wasser, aber ich weiß, dass wir hier auch an Stellen kommen, wo noch ein bisschen mehr Wasser ist. Auf jeden Fall hier kommt schon mal der Charakter des Tals gut heraus, so mit dem grünen Schilf, die Bäume, es ist kühler. Und man kann eigentlich gar nicht glauben, dass so mitten in dieser Wüste auf einmal so ein grünes Tal da ist. Das ist einfach ganz faszinierend. Es ist doch noch nicht alles ausgetrocknet. Schon ein paar Meter weiter gab es ein offenes Wasserloch und was auch sehr gut zu sehen ist, dass das Wasser auch hier noch relativ klar ist. Und im Hintergrund hört ihr die Papageien. Also hier gibt es einen richtig kleinen Flusslauf, den ich jetzt hier im Tal folge. Und diesmal gehe ich auf der rechten Seite gerade. Das letzte Mal bin ich auf der linken Seite gegangen. Mal schauen, ob das ein Unterschied ist und ob ich nachher nochmal rüber muss auf die andere Seite. Aber hier seht ihr das. Also da können die Tiere auch nochmal richtig rein. Ach, ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das ist, wenn man so was Grünes hier trifft. Da oben seht ihr einen Köcherbaum. Und die stehen hier häufig wirklich so in den Felsen. Und hier ist mal einer abgestorben. Und der ist federleicht. Den kann man so locker hochheben, weil hier im Inneren das einfach nur so ein lockeres Gewebe ist. Das heißt, es ist gar nicht fest, sondern wirklich nur so ein Bröselzeug. Und so sehen die aber total stabil aus, wenn man sie da stehen sieht. Eben ist ein Tier von mir geflüchtet, das sah aus wie ein überdimensionales Eichhörnchen. Ja, da muss ich mal fragen, was das war. Und der Flusslauf wird hier immer grüner und breiter. Ich musste mich eben schon so ein bisschen durch Schilf dickig schlagen. Und es riecht wunderbar nach Pfefferminze, weil hier so eine wilde Minze wächst. Da sieht man das ein bisschen. Oh, die verbreitet einen sehr würzigen Duft.
glasklares Wasser. Und der Bach plätschert hier leise vor sich hin. Ich bin jetzt beim Punkt 5 den dritten Weg gegangen, was ziemlich steil ist, da an den Felsen, aber ich denke nicht lebensbedrohlich, weil man rutscht höchstens ein paar Meter ab und kommt jetzt zu dieser sehr coolen Höhle hier. Ich hoffe, die ist nicht bewohnt. Das sieht hier so aktiv bearbeitet aus. Aber scheint gerade keiner zu Hause zu sein. Was ja auch ganz schön ist. Kann ich da wenigstens reingucken. So. Nicht tief, aber ja, vielleicht sogar fledermäusig, weil hier so ein Dunghaufen liegt. Kann ich aber nicht so genau sagen. Aktuell sind hier keine zu sehen. Und so ist der Ausblick raus. Jetzt kommt hier richtig so ein bisschen Dschungelfeeling auf. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier unten durchschlagen kann. Oh, ich muss die Kamera tun, weil ich das nicht sehen kann. Vielleicht ist ein Fels auf. Ja, eins der schönen Schwimmbecken hier. Hier waren wir letztes Jahr schwimmen und das ist wirklich super kühl und angenehm und glasklar, das Wasser, kaum zu glauben. Etwas außer Atem, weil ich hier eben gerade extrem steil aufgestiegen bin. Jetzt war es auch nicht mehr so easy, weil wenn du da abgegangen wärst, das wäre böse. Ich gehe hier mal um den Köcherbaum rum. Hier ist nämlich so ein ganz dicker, aber da hört man auch, dass der wirklich hohl ist. So, jetzt sieht man nochmal den Stamm. Und da oben die Krone. So, die Schlucht unten ist jetzt komplett mit Wasser gefüllt, aber nicht begehbar, weil es ein richtiger Canyon ist. Und da geht mein Weg jetzt weiter. Entlang der hohen Berge. Und die Zikaden. Da kommen wir her. Und jetzt ist es, glaube ich, noch eine halbe Stunde bis zum Talende. Was für ein riesiger Baum. Ich schätze eine Feige. Wenn man die Wurzeln anguckt, die hier so durch den Stein und um den Stein rumwachsen. Schon der Weg, der befahren werden kann. Und hier habe ich in der Ecke nochmal entdeckt, so eine Pflanze, die ich oben auch hatte. Die hatte oben nur... Und hier kann man sehen, dass sie jetzt anfängt zu blühen. So, das Steilste ist geschafft. Ich bin froh, dass ich hier jetzt gehen kann im Tal, weil bergauf hat mich ganz schön geschafft. Den ersten Tag hier,
Höhenluft und gleich mal auf 1900 Meter hoch. Das hat es schon in sich gehabt. Aber jetzt sind wir im Canyon angelangt und jetzt ist es nur noch steinig. Es ist 6 Uhr, die Sonne geht gerade auf und ich möchte heute einfach nur einen kleinen Aufstieg machen. Die Felsen jetzt im Hintergrund, da war ich in der Köcherbaumschlucht vor 2 Tagen und jetzt soll es auf diese Seite hochgehen. Und zwar gibt es hier so einen schönen Serpentinenweg, der dann da oben weiterführt und eine tolle Aussicht über die andere Seite blicken will. Und das nehmen wir jetzt in Angriff. Ich habe da im Schatten eine ganze Rotte Paviane. Die Spuren hatte ich eben schon gesehen. Da sieht man sie laufen. Die machen jetzt voll Alarm, weil sie mich gehört haben. Jetzt habe ich die Zebras, aber ich weiß nicht, ob ich sie gezoomt kriege. Ja, da sind sie. Vielleicht ist
noch mal zeigen. Das ist nämlich so cool. Die sind so weit weg. Da sieht man erstmal, wie hoch die in den Bergen sind. So, der erste Absatz ist erreicht. Straßen, die so schnurgerade durchs Land führen. Und das sieht man dann an der Staubwolke schon, wer zum Frühstück kommt. Da fährt gerade ein Auto. Der erste Aufstieg ist geschafft. Ich bin auf dem ersten Hügel und ja, 250 Meter auf 1,5 Kilometer Gesamtstrecke, die ich bis jetzt gemacht habe. Wobei die Hälfte davon mindestens erstmal Anmarsch war mit moderatem Anstieg. Also muss mal gucken, nachher auf meiner App. Das ging jetzt eben schon ganz schön bergan, aber ja, sehr sicher. Und ja, jetzt werde ich erstmal gleich was trinken, euch jetzt nochmal gleich mitnehmen in die Landschaft hier, in den Ausblick und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich muss mal eben gucken, wie spät haben wir? Es ist kurz nach 7, also eine Stunde bin ich jetzt unterwegs. Ja, mit zwischendurch mal immer in die Gegend gucken, weil die Landschaft hier irgendwie schon beeindruckend ist. So, dann nehme ich euch jetzt mal eben mit. Dann gucken wir uns auch noch mal eben hier einmal um. Ich zoome das mal ran, weil dann sieht man vielleicht auch ein bisschen das Profil der Berge im Hintergrund. Das erste Mal, dass ich die Zebras sehe, bevor sie mich sehen. Hier ist es gerade mal ein bisschen windgeschützt. Hier stehen überall diese Büsche, die sich so in der Trockenheit zusammenziehen und total verdorrt sind. Und ich weiß aber, dass die sich wieder entfalten, wenn es regnet. Aber ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißen. Da muss ich nochmal nachschauen. Und auch hier haben wir wieder, wie überall, mega Aussicht.
Ich bin jetzt ein bisschen im Windschutz und suche mir gerade den Rückweg über Zebrapfade, was manchmal nicht so einfach ist, weil da unten ist auch einer. Und ja, man kann hier hat hier viel Auswahl. Aber sobald der Wind etwas weg ist, wird es auch ganz schnell wieder schön warm. Das heißt, ich werde jetzt hier weiter kraxeln und irgendwann versuchen, einen kleinen Baum mit Schatten und ohne Wind zu finden, dass ich da noch mal eine Pause machen kann. Ja, eben sage ich noch, ich suche ein schattiges Plätzchen für Frühstück und ohne Wind. Und hier komme ich so nah an die Felsen über wirklich unwegsames Gelände, aber so schmale Zebrapfade, wo man sich fragt, wie die Zebras da überhaupt drauf laufen können. Und ja, hier ist es jetzt schön, hier gibt es jetzt ein Müsli für mich. Mich jetzt entschlossen, auf Zebrafahrten weiter zu wandern und laufe jetzt hier ein Flussbett herunter, den Berg wieder ganz runter. Unerkannter Weg, aber solange die Zebras klarkommen, hoffe ich, dass ich auch hier irgendwo hinkomme. Ja, wenn man so seine Ideen hat, so ein Flussbett runter zu gehen und irgendwie gedacht hat, da gab es ja nicht irgendwie Steilklippen oder so. Das wird wohl unten hingehen. Ja, Pech gehabt, hier ist dann der Wasserfall, der dann kommt, wo es nicht weitergeht. Das heißt für mich jetzt wieder locker zurück. Super, ich freue mich. Nicht wirklich. Ja, mal schauen. Ich werde hier jetzt noch mal ein bisschen in die Richtung kraxeln, sehen, was sich da ergibt. Aber lustig ist es nicht.